Hallo meine Freunde, willkommen in den Can am neuen Steam Demo. Neu. Also die Steam Demo gibt schon ein paar Tage. Ich glaube jetzt nicht allzu lang, sehr ehrlich. Ich weiß nicht wie lang, aber es gibt schon etwas. Und ja, dahin. Ich habe dann ja gerade ein Zahlungsding am Handy gekriegt, was eigentlich gar nicht an mich. Oh ja, geht doch. Okay, passt, ja. Also, worum geht's hier? Wir sind im Weltall auf einer Raumstation, die steinalt ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das ist die Demo, ob die über das Tutorial hinausgeht, weiß ich nicht. Das vermittelt mal einen guten Eindruck, worum es eigentlich geht. Ihr seht schon hier, es liegen hier einige Ersatzteile rum. Und genau darum geht's auch. Es ist ziemlich beklemmend. Man ist in einer alten Raumkapsel. Und die Raumstation geht leider Bölle. Und macht Puff. Wir kommen in der Kapsel gerade noch weg. Und dann sind wir in der Kapsel. Ohne Plan wie und was man tun soll. Glaube ich jetzt, dass es in dem Spiel nicht mal ein Ende gibt. Also es geht nur darum, wie lange man überlebt. Ich weiß nicht, ob es wirklich dann ein Ende gibt oder nicht. Das gehört habe ich nicht, aber ich weiß es nicht. Und das Spiel selbst gibt es auch schon auf Steam nebenbei. Kostet, glaube ich, 15, 20 Euro. Ist nicht Welten, jetzt Kleinigkeiten eigentlich. Also billigeres Spiel. Und ja, man muss da alles reparieren drin. Aber das ist irgendwie auch so realistisch gehalten. Relativ realistisch. Das heißt, wenn man sich nicht auskennt, was macht man in Natura? Man liest das Handbuch und da ist genauso. Man hat ein Handbuch und man liest einfach, was man tun muss. Jo. So weit, so gut. Starten wir mal ins Tutorial. Schauen Sie sich das einfach mal an. Es hört sich jetzt irgendwie, weiß ich, strange an. Ist es auch, weil es wirklich so mit der linken Maustaste hat man linke Hand, mit der rechten die rechte Hand. Man greift wirklich so Sachen an und tut so um. Aber hören wir mal zu, gibt auch eine Sprachausgabe auf Englisch. Der Text ist auf Deutsch. Ich werde ein bisschen übersetzen, was er sagt, eventuell, aber ich glaube, es sagt der Rest eher alles aus. Auf deutscher Text. Starten wir mal. Erste Schritte, los. Laden der Blechdose. Hey, Jerry, can you hear me? Ja. Could you do me a favor? I was supposed to do the maintenance of one of our old Medusa escape pod, but I'm stuck in the engine room fixing our damn reactor. So, also der Typ repariert gerade den Reaktor vom Raumschiff. Und wir sollen die alte Medusa-Rettungskapsel reparieren. Sollen wir was fixen dran? Ich sehe gerade, ich kann da eigentlich. Das schaut alles gleich aus. Aha. Da sind wir schon bei einer unsichtbaren Wand angelangt. So, ich schätze mal, das hier ist das Escape Pod. Da gehen wir mal rein. Hallo Rettungskapsel. This pod is a piece of junk, not worth any maintenance, but I don't make the rules. Anyway, I was supposed to reassemble the oxygen system. Could you do it for me? It's pretty straightforward. Also wir sollen jetzt ein Oxygen-System zusammenbauen. Das hier, man kann hier hochhalten oder stehen. Sein ist zu hoch, sein ist zu niedrig. Nur so. F zum Öffnen. Ah. Könntest du es mich erledigen? Ist nicht schwer. Yep, this is the one. As you can see, it's empty. All the components are behind you on the workbench. Just grab a couple so we can get started. So, nehmen wir mal linke Maustaste, ein Teil, rechte Maustaste, ein Just Teil. put all the components back inside the oxygen system. You can't get it wrong. They all only fit in their respective spots. I'll be right back. Das ist natürlich cool, wenn man nichts falsch machen kann. Wir heben das mit links und rechts auf und platzieren mit rechte Maustaste, linke Maustaste, links, rechts. Das ist cool. Irgendwie ist das System cool. Akku, Pumpe, Knopf, darin, steht da. Master Caution, Press to Reset. Tja. Links. Datenkabel. Es ist ein IDE-Kabel
früher in die PCs für die Festplatten verwendet. Jerry, you should be done by now. Just turn the oxygen system on using the on-off switch. Achso, ich soll es gleich zumachen. On, F. Well done. Now we just need to check if everything is working properly. Could you look at the monitor and switch to the error codes channel? Perfect. Now as you can see, the oxygen bottle inside the system is empty. Could you swap it with the oxygen bottle located in the recycling station? Also ich sehe so deppert zu lesen. Behälter leer, Pumpe defekt. That's the one. The recycling station converts carbon dioxide into oxygen. Pretty useful, eh? Anyway, just replace the empty bottle with this full one and we'll be done. And we'll be done. Alright, we're done. Thank you, Jerry. You can go back to your cleaning trolley. Wait, damn it. Are you still there? I'm detecting a leak in the pod. Could you get the leak feeler? Könntest du das mal kurz zumachen, ne? You might have to climb a bit. You can grab a handle with your free hand to get closer to the leak. Once you get closer to the leak, just aim at it and use the leak feeler to close it. Ah, wie soll ich das fallen lassen? So, mit rechts festhalten, hingehen. So, macht ja nichts, wenn ich der linke Maus drücke. So, E für benutzen, na, bin ich blöd. Rechts da, hin, E. Well done. I'm not detecting any leak anymore. We're all good. Thanks for your help. Anyway, I gotta go. This damn reactor is driving me crazy. Ja, das war's. Wir haben es repariert, unser Schiff. Also, die Kleinigkeiten. Leider nichts, leider ist das Ding ja ziemlich ein Schrotthaufen, wie er gesagt hat. Aber ihr seht jetzt ungefähr schon, wie es jetzt läuft. Also man muss das dann aber alles alleine machen. Das wird dann relativ schwierig. Glaube ich jetzt. Ich glaube, das ist auch ein bisschen eher so ein Technikfreak-Spiel, aber es ist mal witzig. Die Demo ist, wie gesagt, auf Steam gratis für alle, wer will. Basiswissen. Schauen wir sich das auch noch an, das Tutorial. Jetzt rührt sich der Typ gleich wieder. Jerry, can you hear me? Sorry to bother you again, but I'm stuck in the ship's engine room, and I still don't have time to take care of that damn Medusa escape pod. You're gonna have to get inside the pod again. We're going to check to see if the life support systems of the pod are working properly. I'm gonna need you to turn them on one by one so we can check their values on their monitor. Wo ist das Live Support? Hä? So, wir werden überprüfen, ob die Lebenserhaltungssysteme der Kapsel richtig funktionieren. Du musst sie nacheinander einschalten, damit wir ihre Werte auf dem Monitor überprüfen können. Repair Station. Sind das die Oxygen? Ja, das schaut immer nach Lebenserhaltung aus, oder? So? So, on Earth, at sea level, the atmospheric pressure is 1 bar, and the oxygen level is around 20%. That's our target. As you can see, we're all good here, and the value is green. But if the value turns red and drops below 16%, you'll find yourself in hypoxia. It's not a good thing, as you can imagine. The opposite is also true. Too much oxygen can also be deadly, so always keep an eye on these values. Wäre ich schon einschult drauf, obwohl ich eigentlich nur der Putztyp bin. Okay. Also nun, auf der Erde auf Meereshöhe beträgt der atmosphärische Druck 1 bar und der Sauerstoffgehalt etwa 20%. Das ist unser Ziel. Wie du siehst, ist hier alles in Ordnung und der Wert ist grün. Wird er rot und fällt unter 16, befindest du dich in einer Hypoxie.
Das ist nicht gut, wie du dir vorstellen kannst, aber auch das Gegenteil ist möglich. Zu viel Sauerstoff, Hyperoxie, ist ebenfalls tödlich, daher solltest du diese Werte immer im Auge behalten. Okay, also wir haben hier, was haben wir denn da? Was sind da? CO2 System Pressure. Fresh da unten. 1 Bar. Hammer. 20% Hammer. Ja, schaut mal gut aus. So, the pump inside the oxygen system diffuses the oxygen contained inside an O2 bottle into the air. Ja, das ist da drin gewesen, da waren wir vor. Good. You have to be aware that too much CO2 in the air is just as deadly as not having enough oxygen. Your body breathes O2 in and exhales CO2. The value should never rise above 6% at 1 bar. Wird schon schwieriger. Gut so, du solltest dir darüber im Klaren sein, dass zu viel CO2 in der Luft genauso tödlich ist wie zu wenig Sauerstoff. Dein Körper nimmt O2 auf und scheidet CO2 aus. Der Wert sollte nie über 6% liegen bei 1 Bar. Ist das da? Der Wert? CO2-System, ja, ich schätze mal, dass das ungefähr das sein sollte. Okay. So this system is here to maintain the atmospheric pressure at 1 bar by releasing or capturing nitrogen in the air. The pod cannot sustain more than 1.7 bar, so be careful with too high pressures. It's also important to remember that the required oxygen levels and the lethal levels of CO2 vary depending on pressure. Dieses System dient dazu, den atmosphärischen Innendruck auf 1 Bar zu halten, indem es Stickstoff freisetzt und der Umgebungsluft entzieht. Die Kapsel kann nicht mehr als 1,7 Bar aushalten, sei daher vorsichtig mit zu hohen Drücken. Es ist auch wichtig daran zu denken, dass der erforderliche Sauerstoffgehalt sowie die tödliche CO2-Konzentration je nach Druck variieren. Okay, also Druck 1 Bar wäre schon mal immer gut. Alright, we're good for the atmospheric systems. Now let's turn the temperature system on. It must be getting quite cold in here. So, das war's mit dem atmosphärischen System. Schalten wir eine Temperatureinheit ein. Dir wird sicher schon kalt. Jetzt haben wir Temperatureinheit. Steht das auch irgendwo? Mind your head. Jetzt wird am kalt. You know, space is cool, but there is nothing there to efficiently transfer heat. I mean, sure, without heating you'll eventually freeze to death. But in a pod like this one, equipped with a hot atomic pile, you need some way to stay cool if you don't want to be cooked. So, Warning, kann ich da draufdrücken? Ja, und? The temperature system uses power to produce heat and liquid nitrogen to cool the air. I can tell you that cooling the air is very important when you're running the atomic pile at full power. Kann man da draufdrücken? Alright, you should be feeling warmer now. Everything looks to be in order. Thanks for your help. You can go back to your work. And I have my own work to do to make sure our ship's reactor doesn't cook us all in the next few hours. See ya. Gut, haben wir Basiswissen. Da kommt jetzt die Energieverwaltung. Und wir stehen wieder bei unserem Putzwagen, vermutlicherweise. Ja, natürlich. Natürlich. Hey Jerry, it's me again. I need your help with the pod. So I'm going to cut the external power connection so we can test the new atomic pile. It's going to get dark in here, but don't worry, we'll bring life back to that old tin can, alright? Na gut, dann mach mal Licht aus. Alright, I need you to find the main reactor. It's located on the ceiling above the gravity generator. I need you to open it.
ausnahmsweise mal hier. Yep, you got it. Now just turn it on, alright? Perfect. You shouldn't see much of a difference right away. It takes a moment for the atomic pile to warm up. The hotter it gets, the more power it produces. Ja. Der braucht eine Weile, um sich aufzuwärmen, okay. Do you see the ammeter below the generator? Ja. So the red needle indicates the energy produced by the pile, and the blue one indicates how much energy the active systems need to function. As you can see, it's above the red one. It means that the pile is currently not warm enough to produce all the required energy. Okay, rote ist die Energie, die ich habe, und der blaue ist der, die ich brauche. Das heißt, es ist noch nicht genug Energie da. Der redet die ganze Zeit von nicht warm enough. Vielleicht wird er noch wärmer, weiß ich jetzt nicht. Aber schauen wir. Now, I'm going to remotely lock the pile temperature for some tests, but in normal circumstances, it's the processor plugged into the main generator that controls this temperature to provide the required amount of power. I guess I don't need to tell you what happens when it breaks down, huh? Okay, dann fixier mal und schalte den Prozessor mal ab. Was mache ich jetzt? See? The pile temperature is stabilized and the needle is not moving anymore. Could you turn the main computer on so I can look at the system status? Hier, Main Computer. Steht das auch irgendwo da? Main Computer Log. Alter. Damn it, I've locked the temperature too soon. And there isn't enough power. Could you turn other systems off so we can save enough power to turn the main computer back on? Just keep an eye on the needles. You need to align them. Okay, wir können müssen mal die Heizung abdrehen, brauchen mehr Strom. Die Heizung drehen wir auch. Emergency Lights. Hauptlichter. Sauerstoffschars. Fast sind wir aufeinander. Da haben wir noch was. Perfect. I'm getting the data. Thank you. Oh. If you ever have to operate an atomic pile, keep in mind that it's slow, capricious, and that it can get very, very hot. So always make sure to protect your systems with a fuse and a transformer in case of overload. Okay. Schwerkraftgenerator rennt noch. Das ist der da unten. Hauptgenerator. Das habe ich alles abgedreht. Okay, passt. Anyway, it seems the new atomic pile is working fine. So that's it for me, and you can get back to your cleaning. Danke. So. Ja. Langsam, die Einführung ist cool, weil sich so Schritt für Schritt reinschmeißt. Ich würde gerne noch sehen, wenn ich da wegfliege, aber ich glaube, das wird in der Demo fast nicht drin sein. In Space, Tech Support can't hear you scream. Cooler Spruch, merke ich mal. So, Fehlerdiagnose. Ich will mir aufsetzen, ich liege schon wieder so komisch vor. Hey, Jerry. I know. This is the last time, I swear. Just get back inside the pod. There is a problem with the oxygen system you reassembled earlier. I'm not saying thanks again, man. You have no idea how much work it is to keep this escape pod in working order. Honestly, I would rather die than have to escape in this thing, even after a bunch of repairs. Ich will lieber sterben, als mit dem Ding da rumschwirren. Naja, gut. Anyway, the oxygen system has a problem and I need you to check the error codes channel on its monitor. So, sagen wir, Kanalwechsel F. Perfect. You should have the error list in front of you.
The main OBER. computer usually translates the codes, but I had to take it offline for a while. I need you to find the pod operation manual. Everything you need to know about the pod is in it, including the error codes. Das ist das, was ich jetzt gelesen habe. Es gibt so wirklich ein Handbuch. Das kann man sich ja auch ausdrucken, theoretisch mit Screenshots und dann wirklich sich freuen drüber. Aber das wird jetzt ein bisschen viel. So, bist du das Buch? Ja. So, unfortunately, I can't really help you from here, so I'll let you browse the manual to find what the error codes mean. I'll let you grab the defective component once you figure out which one it is. Oh, and do not forget to turn the system off before touching anything, alright? So, da kann man von nicht helfen. So, also ich muss jetzt hier mal durchschauen. Man kann mit dem Mausrad hier rollen, gut. Für 5 Kernmark Temperaturanzeige, Ampermeter, Zustandsanzeigen, Atmosphäre, Atemluft, Hauptgenerator, Sauerstoffgenerator, das müsste der Oxygen Generator sein. Müsste Seite 9 sein. Oder? Schau. Demo, Alarmtaste, Notstrompumpe, Luftfilter. Das war die Komponentenübersicht, System, Kontrollfeld. 4. Schauen wir es mal langsam durch. Da muss ja irgendwo. Oh, gefunden. Boah. Das war, glaube ich, 0B. Das mal weg. 0B. So, das heißt 0B ist der Wandlerdefekt. Seite 31. Stromwandler beschädigt, Ursachen und oder mögliche Folgen. System nicht mehr ist nicht mehr ordnungsgemäß, vor Energiespitzen und Dauerüberspannung geschützt. Gut, das heißt, wir haben einen defekten Wandler. Gut, kann ich das ablegen? Herum mal. Machen wir das abschalten. Machen wir auf. Sicherung, Pumpe, CD, Warnhinweis, Gefahrending, Datenkabel, Stromverteiler, großer Akku, Sauerstoffteil, Stromwandler. Yeah, I had a feeling this transformer wasn't working properly. I need you to use the repair station to fix it. Put the transformer inside it and it will tell you how many spare parts are needed for repairs. Ja, ich hatte schon den Verdacht, dass dieser Stromwandler nicht richtig funktioniert. Ich möchte, dass du diesen Instandsetzungseinheit, also Repair Station, benutzt, um ihn zu reparieren. Lege den Stromwandler hinein und dir wird angezeigt, wie viele Ersatzteile du für die Reparatur benötigst. Do you see the numbers on the repair station? So the top screen indicates how many spare parts are required to fix the components, and the bottom one how many you currently have. So we don't have enough. We need to dismantle something else to get more spare parts. Just take the transformer out of the repair station. Okay, jetzt muss ich es wieder rausnehmen. Alright, so let's dismantle a component we don't need. I think I left a monitor on the workbench. Put it inside the repair station, close the door and press the dismantle button. Das ist eine linke Hand. So. Okay, jetzt wähle ich den Monitor jetzt rein. Okay. Dann soll man dismanteln. Well done. You now have enough spare parts to fix the transformer. You can throw the monitor away, it's dead now anyway. Just put the transformer inside the repair station and press repair. So, gut gemacht. Du siehst, dass du ausreichend Ersatzteile hast, um den Stromwandler zu reparieren. Du kannst den Monitor wegwerfen, wärst jetzt ohnehin hinüber. Lege den Stromwandler, wer hat das so scheiß blau geschrieben? Lege den Stromwandler einfach in die Instandsetzungseinheit und drücke Repair.
Kann ich jetzt hier wegwerfen, hat er gesagt. Wegwerfen tun wir nichts. Könnten es ja noch brauchen. So, Repair. In Arbeit. Ah, da. Do not open while in operation. You can now put the transformer back inside the oxygen system. Make sure it's turned off first. Alright? Once you're done, you can turn it back on. So. Das riecht so wie so eine Mikrowelle. Die abdreht, ja. Well done. You're really doing me a favor, so thank you. You can get back to your cleaning trolley, and I'm going to get back to work because this damn reactor is driving me mad. Ja, läuft, oder? Noch ein paar Teile zum Dismanteln. Hm? Gut. Jerry, the ship's cooling system just failed. Warning. The reactor is going to blow. Meltdown imminent. You need to grab Evacuate as to many the nearest components as you escape can pod in the storage immediately. rooms and evacuate. This is not a drill. Right now. No matter Warning. what you do not Reactor leave meltdown aboard that imminent. damn... Evacuate to the nearest escape. Boah, jetzt ist es aus, das ist so fies. Jetzt jetzt wirklich spannend worden. Man hätte jetzt theoretisch alles Mögliche mitnehmen müssen oder können. Rein in die Kapsel und dann so lange überleben, wie es nur geht. Ist ja cool. Das ist schon echt geil gemacht. Vielleicht kaufe ich mal das Spiel doch. Aber gut, ihr habt jetzt mal die Demo gesehen. Ich habe es gesehen, ich habe es halt nur zur Hälfte gespielt gehabt. Den Rest habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Ah, Made in Japan, die Platine. Und das ist schon cool. Irgendwie macht es jetzt schon Spaß gemacht. Ja, vielleicht schauen wir es sich mal an. Kurz mal das Spiel. Die Vollversion. Checken wir mal durch. Aber bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt wieder ein neues, schönes Spiel gesehen. Und vielleicht interessiert es euch sogar. Dann freut mich. Mache ich gerne sowas. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber like, Comment nicht vergessen. Bis dann und ciao.